YouTube. Ist YouTube nur ein Hobby? Ist es vielleicht sogar viel mehr Luxus oder noch etwas ganz anderes? Darum soll es heute gehen. Und ja, es geht nicht darum, den YouTube-Kanal zu monetarisieren, wie das vielleicht viele erwarten, sondern es geht darum, was YouTube für uns kleine YouTuber, die keine monetären Absichten haben, eigentlich bedeuten kann, bedeuten sollte und welche tollen Dinge YouTube uns eigentlich wirklich bereitstellt. Das Spiel kann beginnen. Als Hobby ist YouTube wirklich unbezahlbar. Warum? Weil wir einfach kreativ sein können. Und nicht nur kreativ sein können, sondern wir lernen dabei Dinge. Ich selber bin natürlich TV-Profi. Das heißt, ich kann schreiben, ich kann Texte schreiben, ich kann Regie führen. Das ist das, was ich gelernt habe. Aber mit der Kamera umgehen, ja, das war ein Hobby. Das hat Spaß gemacht, aber so richtig gut war ich darin nie. Genauso wie zum Beispiel im Schnitt. Etwas, das mir nicht so wirklich viel Spaß gemacht hat. Aber für YouTube habe ich das alles gelernt oder zumindest ansatzweise gelernt. Und vor allen Dingen, es bringt mir nicht nur etwas für die Freizeit, sondern es bringt mir sogar beruflich etwas. Weil ich verstehe jetzt meine Kollegen aus den anderen Bereichen viel, viel besser. Ist das dann schon Luxus? In einem gewissen Punkt ist es Luxus. Denn natürlich kostet das Ganze eine ganze Menge Zeit. Nun, dieses Studio hier im Aufbau ist natürlich sehr viel einfacher. Es ist eine digitale Projektion. Und vor allen Dingen, ich habe ein Stück weit den technischen Aufwand zurückgefahren. Das heißt, ich benutze nur noch eine Kamera, ich benutze nur noch 3 Lampen und nicht mehr das große Besteck, das ich für meine vorherigen Folgen gemacht habe oder eingesetzt habe. Und dennoch fühle ich mich viel freier. Ich kann mich bewegen. Ich habe sehr viel mehr Platz. Dafür, gestehe ich, ist die Bildqualität etwas schlechter geworden. Aber man muss halt Kompromisse zielen oder Kompromisse machen, Und was ich halt wichtig finde, ist, dass man dieses Hobby auch wirklich so mit seinem Alltag verbinden kann, dass eben die Beziehung nicht darunter leidet, dass Freundschaften nicht darunter leiden oder dass andere Dinge darunter leiden, weil man einfach die Zeit, die man für andere Dinge braucht, in sein Hobby investiert. Aber in unserem Alter ist natürlich der größte Luxus die Zeit. Wir sind natürlich auch technisch affin, also die meisten von uns. Kameradrohne beispielsweise oder eine gute Vlogging-Kamera, Mikrofon, den richtigen Rechner, das Schnittprogramm, all das sind Dinge, für die wir uns interessieren. Und ich gestehe, ich interessiere mich dafür auch. Und ihr seht ja, ich habe sogar ein Faible für Science Fiction. Also ich bin ein Technik-Nerd. Technik ist immer etwas, was mich begeistert. Technik ist etwas, wofür ich mich interessiere und wofür ich natürlich bereit bin, Geld auszugeben. Auch das darf man nicht vergessen. Und ein Hobby darf Geld kosten und ich habe das natürlich zum Teil übertrieben. 2 Kameras beim letzten Mal eingesetzt, darunter eine digitale Kinokamera. Für YouTube völlig überzogen. Und dennoch, es hat mir Spaß gemacht. Aber das war natürlich purer Luxus. Ist es noch mehr als purer Luxus YouTube? Für mich auf jeden Fall. Denn ich kann hier so kreativ sein, wie ich das in meinem Beruf nicht kann. Ich werde natürlich von den Sendern um bestimmte Themen angesprochen oder gebeten. Die Themen, die in ihre Sendekonzepte passen. Seien es Reisesendungen, seien es Magazine, seien es einfache Reportagen. Und da steht natürlich genau fest, was der Sender erwartet. Und in diesem Rahmen muss ich mich bewegen. Hier kann ich machen, was ich will. Ich kann hier durchs Weltall fliegen, ich kann mich hier verkleiden, ich kann hier verrücktes Zeug sprechen, ich kann hier Gedichte aufsagen, ich kann hier Bilder malen. Okay, Gedichte aufsagen, da bin ich nicht so wirklich gut drin, aber auf jeden Fall besser als beim Bildermalen. Das sind alles Dinge, die ich hier machen kann. Ich kann hier Freischnauze euch erzählen, was ich möchte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es. Und das ist das, was YouTube so wertvoll macht, für uns alle. Also YouTube ist ein wahrer Kreativitätsbrunnen für diejenigen, die Bock drauf haben, mit Kamera, mit Schnittprogrammen und ja, mit ihrem eigenen Verstand und mit ihrer eigenen Intelligenz einfach coole Videos zu machen. Und das sind die Videos, die ich auf YouTube liebe. Gar nicht so die perfekten Videos, die hochglanz gefilmt sind, die geschnitten sind, wie wir das im Fernsehen machen. Vielleicht auch hinter denen sehr viel Zeit und Geld und Energie steckt und vielleicht ein ganz großes Team. Ich mag genau diese kleinen experimentellen Dinge. Wenn sich YouTuber
über Dinge äußern, die Ihnen Spaß machen, die Ihnen im Alltag aufgefallen sind, wenn Sie über Ihr Hobby sprechen, wenn Sie einfach mal out of the box denken. Denn das ist das, was wir im Fernsehen nicht dürfen. Das ist das, was ich im Fernsehen nicht kann. Und deshalb liebe ich das Ganze hier. Und deshalb werdet ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen ein ziemlich buntes Potpourri an Themen bekommen von mir. Dinge, über die ich gestolpert bin in den letzten Wochen, Dinge, die mir Spaß gemacht haben, Dinge, die mir vielleicht nicht so gefallen haben, Dinge, die mir gut gefallen haben. Ich werde versuchen, das immer auch mit YouTube in Verbindung zu bringen. Aber es kann auch sein, dass ich einfach mal out of the box denke und auch von YouTube hin wegspringe und was anderes mache. So, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt kreativ, gehabt euch wohl. Heute aus spaciger Umgebung, euer Marek.